Stelle umgestellt. Stellst du noch einmal auf die andere Szene auf mich? Danke. Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Future Skills, Fähigkeiten für die Arbeitswelt von morgen. Mein Name ist Alexander Stein und mit mir heute sind mein Co-Host Per Johomsen. Ja, ich bin... Achso, kannst du einmal kurz... Ja, genau. Und wir haben heute einmal auf die Totale bitte jetzt. Zwei Gäste zu Gast. Wir haben einmal Nadine und Henning Wolf, die heute mit uns über Selbstführung sprechen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. 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 Und kurz noch ein Gruß an Tim in der Technik und Matthias, der heute nicht mit vor Ort dabei ist. Grüße gehen raus, vor allem auch an alle, die heute, da oben ist die Kamera, die heute alle schon zugeschaut haben. Wir freuen uns auf euch. Und wir starten auch direkt mit euch. Hallo nochmal. Selbstführung. Am besten fangen wir einfach damit mal an zu klären, beziehungsweise ihr beschreibt einmal mal kurz für uns und die ZuschauerInnen, was ist Selbstführung und was ist es vor allem nicht? Also gibt es ein Konzept, wogegen wir das abgrenzen können, damit wir es besser verstehen? Redet einfach rein. Das ist so. Man nickt mir freundlich zu. Das ist wohl die Art von Fremdführung. Also das ist es nicht. Anderen Leuten anzusagen, was sie machen Wieso sollen, ist das passiert, nicht, was ich ist wollte? Nicht Das ist das Selbstführung. stimmt. Also Ja, in dem genau. Sinne, ja, hast du für dich gesorgt. Ist das noch Selbstführung, wenn du Henning führst? Naja, also für mich ist tatsächlich Selbstführung, wenn passiert, was ich möchte. Dann sorge ich, also dass ich Das ist eine dafür schöne Definition. sorge, dass ich mir meine Absichten erfülle, das ist für mich tatsächlich ein großes Stück Selbstführung. Mhm. Und ja, ich hätte auch sagen können, fang doch mal an, Henning. Und ich habe halt nur, ich dachte, wir sind so telepathisch verbunden. Nach all den Jahren. Genau, Nein. ja. Genau. Und ich glaube, die Abgrenzung ist tatsächlich die Frage von, führe ich eigentlich andere oder führe ich mich selber? Und geht es vor allem um meine eigenen Absichten, also was will ich? Oder geht es darum, was ist hier für das Gesamte am besten? Und Selbstführung ist erstmal in dem Sinne sogar ein Stück egoistisch, wenn man so will. Ich glaube aber, zur Selbstführung gehören durchaus auch so Randthemen wie eigene Motivation, Selbstdisziplin, klar haben, wo man hin will, vielleicht auch sowas wie persönliche Vision. Selbstfürsorge. Genau, gehört da bestimmt auch zu, ja. Geil. Alles spannende Themen, über die wir gleich noch tiefer sprechen möchten. Vorher haben wir noch ein anderes spannendes Thema. Tim, kannst du einmal kurz auf die Werbung umschalten? Wir haben agile Teams, aber keine guten Ergebnisse. Auf die Dauer ist das ziemlich frustrierend. Das nervt total. Wie muss sich die Führung ändern, damit agile Teams richtig gut funktionieren? Delegation in die Teams führt zu mehr Autonomie. Damit die Autonomie funktioniert, setzen Sie Leitplanken. Und mit richtigen Leitplanken können Sie eigenständiges Handeln in den Teams fördern. In unseren Management 3.0 Schulungen lernen Sie moderne Führung. So richtig. So richtig. Genau, weil an viele tolle, spannende Themen gibt es nämlich auch bei unserem heutigen Sponsor, der uns netterweise unterstützt bei IT Agile. Die Werbung dazu habt ihr schon mal gesehen, also jetzt gerade eben und vielleicht auch schon in anderen Folgen, wenn ihr uns schon ein bisschen länger folgt. Wenn ihr mal was anderes sehen wollt oder euch selber hier auch positionieren möchtet als Kooperationspartner und uns unterstützen möchtet, schreibt uns einfach eine E-Mail an info@agila-norden.de. Denn der Agile Norden e.V. ist der gemeinnützige Verein, unter dessen Schirmherrschaft, unter dessen Dach wir das hier auch veranstalten. Wir machen das ja alles ehrenamtlich und müssen halt gucken, wie wir irgendwie das Licht anlassen, das wir hier verbrauchen müssen. Genau. Ach ja, stimmt. Und was auch noch ganz nett wäre, wenn es euch halbwegs gefällt, liked, subscribed, empfehlt das Ding weiter oder teilt es in euren Netzwerken. Und wenn euch nicht gefällt, was ihr hört, schreibt uns das sofort in die Kommentare rein. Mit so viel Hass wie möglich. Das hilft uns ziemlich blöderweise auch. Jede Interaktion ist eine gute Interaktion im Internet. Danke. Genau. Ein spannender Punkt, den ich anknüpfen möchte. Du hast gerade gesagt, oder ich habe bei dir gehört, Selbstführung ist auch der Unterschied zwischen, ne, wenn man sich selber und wenn man andere führt. Wie sieht das denn aber im beruflichen Kontext aus? Wie passt denn da Selbstführung rein, wenn ich ja meistens wenn ich in der Regel mit anderen interagiere? Vielleicht auch noch in dem Extremfall eines selbstorganisierten Teams. So, heißt das denn, ist das eine Ego-Geschichte dann oder wie passt das da rein? Also ich glaube, also unser Leitspruch dazu heißt, führe dich selbst zuerst.
Und das ist, glaube ich, das Spannende dabei. Also, weil ich habe einfach keinen Zugriff auf andere direkt. Ich kann sowieso nicht steuern, was du tust. So. Behauptest du jetzt mal so, ne? Dann Genau. gibt es bestimmt noch einige Führungskräfte da draußen, die das anders sehen. Das könnte sein, aber ich finde es hilfreich, sich klarzumachen, die Person, auf die ich 100%igen Zugriff habe, bin ich. Und es macht halt einfach viel aus, wenn ich mich zuerst führe und gerade im Kontext von viel Unklarheit, Ungewissheit, dass ich selber ein Stück Klarheit schaffe, da profitieren ja auch alle anderen von. Also ich merke das immer wieder, dass Menschen total glücklich sind, wenn ich mal eine klare Position anbiete. Dazu können sie sich verhalten. Und das heißt ja nicht, dass sie automatisch übernehmen müssen. Nee, genau, aber man kann Können ja sich auch dran einfach sagen, reiben und genau. positionieren. Aber das genau. geht ja auch erst, wenn ich das klar gemacht habe. Wenn ich meine Grenzen klar gemacht habe, wenn ich meine Bedürfnisse geäußert habe. Und das nimmt ja vor allem in der heutigen Zeit, ne, wir haben bald Wahlen bei uns, wir haben gerade die ganze Geschichte in Amerika und Kriegszustände und alles, sehr viel Unsicherheit, auch im Arbeitsumfeld. Ne? Die Märkte gehen alle rauf und runter und tralala. Und da dann wenigstens mein Gegenüber klar zu haben, dass er oder sie sauber kommunizieren kann, ne? Also sich selbst führt und dann sagt, okay, da gehe ich mit und da nicht. Das hilft ja extrem viel. Ja. Absolut. Und in dem Übergang zu andere führen, gibt es zumindest dieses schöne Zitat von Christopher Avery, der halt auch den Responsibility Process beschrieben hat. Und der sagt, 95% von Leadership ist Selbstführung. Also das heißt, selbst wenn ich andere führen will, muss es mit mir selber anfangen. Ne? So wie Nadine gesagt hat, ne? Für dich selbst zuerst. Dann kannst du sicherlich auch andere führen, aber es ist auch eine Voraussetzung. Also nur andere zu führen, aber selber völlig disziplinlos, völlig chaotisch zu sein und nicht klar zu haben, was man selber will, das funktioniert halt nicht richtig gut. Und an dieser ollen Plattitüde ist ja auch wirklich was dran, ne? Also mit gutem Beispiel vorangehen. Richtig. Und dafür muss ich mich aber auch selber klar haben und mich selbst dort auch hinführen können. Ja. Ne? Zu verstehen, was getan werden muss, was ich vielleicht und was ich möchte und wie ich das erreichen kann, um dann den anderen auch zu zeigen, okay, in unserem Kontext funktioniert das so und so. Ne? Das sind die Spielregeln. So, und die möchte ich halt, vor allem in der Führungskonstellation, die möchte ich halt von euch auch sehen. Also lebe ich die auch vor. Ja. Also wenn ich mich schlecht selbst führe oder das völlig außen vor lasse, weil ich sage, ich bin ja Führungskraft, ich führe andere, warum geht es dann in die Grütze? Was genau, ohne Selbstführung, wenn du sagst, das ist eine Voraussetzung für das Führen anderer. Wir haben schon ein bisschen angerissen, aber kannst du es nochmal schärfen, warum das eine Voraussetzung ist? Oder wenn man es nicht macht, was passiert dann? Mal sehen, ob ich es fehlerfrei sprechen kann, das Wort. Ich glaube, das, was es einen kostet, ist Authentizität. Ging doch, ne? Gut, klingt gut. Ja, genau. Und also eben genau, weil du dann wahrscheinlich dich anders verhältst als das, was du von anderen erwartest. Und da kommen Leute sehr schnell auf den Trichter und sagen, den nehme ich nicht mehr ernst. Ne? Okay. Also irgendwie Wasser predigen oder was auch immer und selber Wein trinken, das passt halt nicht zusammen. Ne? So, also es muss schon irgendwie, es muss schon, glaube ich, stimmig sein, die Botschaft, die man darüber bringt. Sonst ist es schwer, andere Leute zu führen. Und das kann ich natürlich immer noch machen mit Macht und Druck und Angst verbreiten und sonst wie. Aber das ist vermutlich ja nicht die Art von Führung, die wir alle in Wissensarbeit zu schätzen wissen und unter der man wahnsinnig kreativ oder innovativ wird. Ne? Und zusätzlich ist ja mit Angst führen ja nicht besonders nachhaltig. Ne? Einmal in der sozialen Verbindung, ne? Also die Leute vertrauen mir immer weniger und hören auch weniger drauf und ich muss immer mehr Angst und Macht ausüben. Und auf der anderen Seite ist es ja auch extrem anstrengend, ständig präsent zu sein, auch mit Autorität auszustrahlen. Ich darf ja nie schwach sein, nie einen schwachen Moment haben oder irgendwie Fehler eingestehen und dann bröckelt es ja auch ganz schnell, oder? Ich habe das noch nicht über längeren Zeitraum ausprobiert, aber ich stelle es mir auch erstmal sehr anstrengend vor, weil es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Typen. Ne? Also es gibt vielleicht auch Leute, die sind so gewohnt, dass sie das nicht mehr anstrengen. Ja, für manche ist das die Komfortzone, ne? Also weil sie sich vielleicht auch nicht anders vorstellen können, weil es gehört, glaube ich, zu dieser Authentizität, ich kann das nicht richtig sagen, also auch zu diesem man selbst sein, gehört ja auch einfach ein Stück Mut. Also damit macht man sich auch ein Stück verwundbar, man öffnet sich und ich glaube, dass das eben auf Vertrauen, was wir brauchen für konstruktive Zusammenarbeit, einzahlt. Aber ich verstehe auch, dass das erstmal für manche, vor allen Dingen, wenn man sich erstmal jahrelang anders verhalten hat, auch ein großer Schritt ist. Und gerade weil du das Wort gesagt hast, Vertrauen ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Also quasi auch noch als Antwort auf deine Frage, was passiert,
wenn ich mich selber nicht im Griff habe und nur andere führe. Ich mache doch schön Ansagen, ich weiß gar nicht, was das mit mir zu tun haben soll. Ne? Ich bin doch hier nur der Ansagenmacher. Das kostet Vertrauen. Ne? Also wenn du dich selber nicht im Griff hast, deine Zusagen nicht einhältst, die du den Leuten gegeben hast, dich immer rausredest, andere beschuldigst und so, dann werden die auch irgendwann denken, ja okay, aber also was immer er verspricht, am Ende hält das meistens nicht. Warum sollte ich umgekehrt dem weiter vertrauen? Ne? Das erinnert mich und bringt mich auf einen super Punkt für eine kleine Cross-Promotion. Wir haben ja auch bei uns im Verein den Agile Leadership Book Club, der sich alle 2 Wochen 12:30 Uhr bis 13:30 Uhr trifft und dann jeweils über Bücher aus dem Bereich agile Führung redet. Und wir haben letzte Woche gerade erst Turn the Ship Around von David McKay gelesen. Und ein Aspekt, den ich da herausragend fand, als ich es wieder gelesen habe, war seine Anekdote, nachdem er die Santa Fe, also das Schiff, das er geturnaround hat, dann tatsächlich, als sie geauditet wurde und dann Best in Class und auch beste Punktzahl ever, ne, historisch nachgewiesen, gekriegt hat, haben ihn sehr viele andere Führungskräfte im Militär angerufen und gefragt, so, ja, und wie hast du das gemacht? Dann hast du, beziehungsweise haben sie sehr stark die Suggestion oder die Intention geäußert, okay, dann musst du ja deinen Leuten perfekt Befehle gegeben haben. Wie hast du das getan? Und dann hat er gesagt, naja, eigentlich habe ich denen gar keine Befehle gegeben, sondern andersrum. Ich habe Raum gegeben, ne, und meine Intention geteilt, anstatt zu sagen, mach mal das. Dann waren die ganz schnell wieder weniger interessiert und desillusioniert. Okay, nee, das clasht dann halt mit den eigenen Erwartungen und Werten, beziehungsweise auch das, was wir vielerorts ja auch beigebracht bekommen. Ja. Wenn wir unsere typische Basisschulungspakete und Ausbildungs- und auch Studienpfade für Führung und Management angucken, ist ja, also ich habe auch BWL studiert, es wurde uns, glaube ich, nie konkret gesagt, ihr müsst halt über Kontrolle führen, aber es wurde immer stark suggeriert, dass ihr dann aus der Position heraus auch in der Kontrolle und Autorität seid. Und das verbindet ja auch dann auch Konzepte wie mit Auftreten und Macht ausspielen und so weiter. Und bei vielen ist dann auch ein Thema wie Selbstführung, glaube ich, dahingehend schwierig und mit Mut und Vertrauen verbunden, weil es eine Überwindung ist, auch erstmal in die eigenen Glaubenssätze und die eigenen Erfahrungen. Und das ist eine viel Unsicherheit in der Position, wo alle auf einen gucken, weil man eigentlich die Sicherheit in Person sein soll. Wobei wir ja auch, wenn wir bei Selbstführung, und ihr widersprecht mir, wenn das nicht stimmt, ne? Aber wenn ich sage, ich führe mich selbst und das heißt, ich gehe achtsam mit mir um, mit meinen Bedürfnissen, ich erkenne meine Bedürfnisse, kriege Klarheit darüber, was ich möchte, was ich nicht möchte. Wenn meine Erkenntnis ist, ich möchte führen in einer Command- und Control-artigen Technik, das funktioniert für mich, da fühle ich mich wohl bei, das kann ich gut oder sowas, dann habe ich ja im Sinne von Selbstführung, mache ich dann ja erstmal nichts falsch. Also ist das eine logische Konsequenz, wenn man sich intensiv selbst führt, dass man dann auch zu einem anderen Führungsstil kommt? Ich glaube, das muss man nicht. Also ich gebe dir recht. So, also man könnte zu dem Schluss kommen, ich finde das super, von 16 bis 17 Uhr schreie ich immer Leute an. Das ist irgendwie mein Ding. Und das wäre ja auch in Ordnung. Und das könnte ja sogar tatsächlich funktionieren, tückischerweise, für den einen oder anderen Anwendungsfall. Ne? Es gibt ja wahrscheinlich nicht wirklich in dem Bereich, über den wir hier vermutlich meistens reden. Ne? Also und es gibt ja angeblich Wissensarbeit, da wird es nicht funktionieren. Es gibt ja angeblich Branchen und darin dann spezifische Unternehmen, in denen das ja der Legende nach so funktionieren soll. Mit sehr traditionellen Führungstechniken und Karotte vor der Nase mit Bonussystemen. Also alles, was wir ja in der Wissensarbeit häufig dann verteufeln oder erstmal alten Scheiß wegpacken, lass mal was anderes machen, wo das halt dann angeblich gut funktionieren soll. Ne? Und dann finden sich halt auch also Leute, die auch angeschrien werden wollen, weil die das motiviert. Ne? Also da gibt es ja bestimmt auch Leute. Und das Schöne ist ja auch, die Leute, die angeschrien werden, die brauchen nicht so viel Selbstführung. Also das ist ja sozusagen oft die Unterstellung derer, die glauben, dass sie sozusagen anschreien müssen, dass die anderen auch keine Selbstführung hätten oder umgekehrt, das, was wir am häufigsten hören, weil wir jetzt den Verantwortungsbegriff ja irgendwie in der Selbstführung sehr viel verwenden mit dem Responsibility Process, dass die Leute immer sagen, ja, ich übernehme ja so viel Verantwortung, aber die anderen ja nicht. Also das Problem sind immer die anderen und dass die nicht in Verantwortung gehen wollen. Was ja, also wenn ich dir jetzt gerade zugehört habe, für mich ja auch logisch ist, weil wenn ich die bisher angeschrien habe, also denen beigebracht habe, sie brauchen die Verantwortung, die können sich zurücklehnen und dann wechsle ich den Modus, dann muss ich auch erstmal ein bisschen warten, ne? Das ist ja Lagging im Prozess. Und kann auch sein, dass ich für immer warte, ne? Also wenn ich sozusagen nicht die Umgebung dafür schaffe, in der es attraktiv ist für die Leute, irgendwie in Verantwortung zu gehen, sondern sobald sie irgendwas falsch machen, dann doch wieder einer kommt und sagt, ja, nee, so aber nicht. So habe ich das nicht erwartet. Genau, oder dann funktioniert es ja auch wieder oder nicht. weil ich es so lange und so intensiv auch eingeprägt habe. Ich denke jetzt mal abseits des beruflichen Kontexts Eltern-Kind-Beziehung. Ne? Also bei vielen ist ja dann heutzutage, dass sie nochmal reflektieren und
okay, die Führungsstile der Eltern waren vielleicht doch nicht so geil und ich habe ein paar Traumata mitgenommen und will die aufarbeiten und dann versuchen aber die kommen niemals bis zum Schluss nicht zusammen, weil einfach die Hürde da zu groß ist. Ne? Wollen wir vielleicht mal, wo wir jetzt schon so ein bisschen relativ viel über Selbstführung geredet haben, ohne noch einmal so einen ganz kurzen Abriss, was ist denn das überhaupt, was für Werkzeuge wie Responsibility Process und sowas haben sich denn für euch bewährt, was habt ihr da so bei? Wollen wir da für die ZuhörerInnen einen kurzen Abriss machen? Weil wir können ja nicht voraussetzen, dass alle kommt aber ganz gut Vorwege an. zu der Lass uns Sendung mal ein bisschen konkret. alle Bücher dazu gelesen haben. Genau, ihr habt ja schon ein Buch mitgebracht. Könnt ihr das einmal kurz in die Kamera halten? In die da oben oder wenn du genau auf die zweite. Oh, das kann man richtig. Das ist nämlich der Responsibility Process von Christopher Avery. Genau. Wir werden das im Nachgang dann eben auch verlinken, noch in der Beschreibung. Das ist ein zentrales Werk für eure Arbeit. Genau, und das ist im Grunde auch unsere Erweckungsgeschichte. Wir haben auf dem Global Scrum Gathering in München 2016 hat Christopher Avery eine Keynote gehalten zum Responsibility Process und das Buch gab es in der original englischen Ausgabe als Taschenbeilage. Und wir waren einfach angefixt vom Vortrag, weil wir gedacht haben, was für ein cooles, im Grunde leicht verständliches Modell. Genau, waren dann ganz glücklich, dass wir das Buch direkt lesen durften und haben relativ schnell die Idee entwickelt, wir würden gerne Muttersprache benutzen, um darüber zu reden, weil es eben auch um ein Selbst geht und das funktioniert, finde ich, auf Englisch nur so halb gut. Und haben uns dann darum bemüht, dass wir das übersetzen dürfen, Henning und ich und noch eine Kollegin von IT Agile damals, Sandra Siru, hat das mit übersetzt und genau, so haben wir uns dem Thema irgendwie genähert, sind in Christophers Programm eingestiegen und es hat uns nicht wieder losgelassen, der Prozess. Genau, und wir können ja mal ein bisschen was zu dem Prozess erzählen. Also vielleicht magst du einmal die Folie 1 zeigen. Das Ganze startet überraschenderweise mit einem Problem. Und wir kommen aber mit so einer eigenen Problemdefinition daher. Nämlich für uns ist ein Problem, ich habe nicht, was ich will oder ich will nicht, was ich habe. Also irgendwas steht mir im Wege. Und gleichzeitig löst das Ganze bei mir noch Gefühle aus wie Angst, Ärger, Wut. Also Gefühle, die mir wahrscheinlich nicht so wahnsinnig toll in den Kram passen. Und das ist wichtig zu wissen, weil das natürlich ein sehr individueller Problembegriff ist. Ne? Also das ist nicht das Problem Klimaerwärmung oder das ist nicht das Problem, welchen Lieferanten wähle ich jetzt aus für diesen oder jenen Auftrag, sondern es ist erstmal irgendein Problem, was offensichtlich was mit mir zu tun hat. Ne? Weil ich habe gerade nicht, was ich will oder ich will nicht, was ich habe. So, was passiert denn dann? Dann sind wir wahrscheinlich auf Folie 2. Genau, dann zeigt der, Oh, nee, das doch. ist Folie 2, aha. Eigentlich sollte der Responsibility Process sichtbar werden. Ja, da ist Ja. schön. Das könnten wir nehmen, oder? Nee, das. Noch weiter? Gehen wir mal in die andere Richtung. Vielleicht hat er die Reihenfolge versaut. Nee, dann noch mal weiter. Haben wir den gar nicht dabei? Ich habe 8 Folien sind's. Ah, vielleicht, Ja, da ist er doch. das ist doch sehr toll. schön, genau. Genau, der Responsibility Process bildet im Grunde so mentale Zustände ab, die wir Menschen durchlaufen auf dem Weg unserer Problemlösung. Also es startet mit dem Problem und was das Gehirn uns halt oft als erstes anbietet, ist, wer war's? Wer hat mir das angetan? Also das heißt, der mentale Zustand beschuldigen. Wir nehmen mal gerne so ein Beispiel. Also Henning räumt ja immer den Geschirrspüler falsch ein. Kennt Kenn ihr ja ich. vielleicht auch von zu Hause, ne? So ein Konflikt. Habe ich bei dir auch schon mal einen Geschirrspüler falsch eingeräumt? Hast du das bei Ich habe uns es aber auch? gesehen im Büro. Also ich würde sagen, immerhin räumst du den Geschirrspüler ein. So was. Nein, ich kenne das, ich kenn das aber auch drauf gucken, genau. Ich kenne das von mir zu Hause, wo ich den Geschirrspüler gar nicht mehr einräume. Ah. Außer ich kriege eine Ansage. Und dann okay, ja, handle ich genau, auch einen ja. Freifahrtschein. Ja. Ne? Also wenn ich Ja. das mache, dann habe ich aber auch Dann darfst du das so einräumen, wie du Wildcard. willst. Ja. Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja schon mal weiter als beschuldigt. Genau, das wäre so das, was unser Gehirn uns einfach als erstes anbietet. Wir witzeln jetzt ja auch schon ein bisschen drüber, also uns wird relativ ein schnell ernstes klar, es bringt auch wenig, ne? Also es bringt uns der Lösung ja auch nicht näher, wenn man jetzt jemanden anders dafür verantwortlich macht, dass mir irgendwas passiert. So. Trotzdem ist es erstmal menschlich, ist das, was unser Gehirn einfach wahnsinnig schnell kann. So. Wenn man dann irgendwann merkt, das macht gar nicht so Spaß, immer mit dem Finger so auf andere zu zeigen, dann bietet unser Gehirn uns den nächsten mentalen Zustand an, das ist das Rechtfertigen. Da geben wir dann nicht mehr einem Menschen die Schuld, sondern den Umständen. Also- die Bahn ist zu spät gekommen. Ja, oder wenn wir jetzt bei dem Geschirrspülerbeispiel bleiben, ne, Henning, der hat halt auch bei der Erziehung, ne, der hat das nie gelernt. Woher soll ja, der wissen, wie man, also, oder typisch Mann, wäre auch so, ne? Was soll er machen? Mhm. So als Mann kann man das einfach nicht, ne? So.
Das ist ja, also Wir schalten die Kamera jetzt nicht auf dich. und das ist erstmal, also da mag sogar ja ein Funken Wahrheit drin stecken. Also Ohne Kommentar. Und uns fallen dann ja nicht nur, es fällt ja oft nicht nur eine Rechtfertigung ein, sondern mehrere. Und die sind ja nicht, das denken wir uns ja nicht aus, das ist ja nicht gelogen, das kommt ja aus irgendeiner Lebenserfahrung, bietet unser Gehirn uns das an. Trotzdem ist es eben auch einfach nicht nützlich, um weiterzukommen. Ist aber für was anderes nützlich. Also es gibt ja einen Grund, warum viele Leute vorwiegend in diesen mentalen Zuständen beschuldigen und beschuldigen und rechtfertigen Weil unterwegs sie deutsch sind. Ja, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also zumindest nach meiner Erfahrung im internationalen Programm scheint das das alle. erstmal ist menschlich. menschlich zu sein. Okay. Das ist nicht spezifisch deutsch, sondern es hat was damit zu tun, dass es auf der einen Seite zwar blöd ist, ein Opfer zu sein, auf der anderen Seite ist es total bequem, Opfer zu sein, weil das heißt wer muss sich ändern, damit das Problem anders wird? Ich auf jeden Also Fall in nicht. Dienstfall halt Ja, irgendwie, Henning, ne? ja. Muss ich mich ändern, damit das ihr Spülmaschinenproblem sich löst oder meine Erziehung hätte sich ändern müssen oder die Umstände, ne? Das kann man sowieso nicht mehr ändern, ne? Also da geht gar nichts mehr. Und das heißt, wir verbleiben schön im Opfer und müssen gar nichts machen. Das ist schön günstig, Das, ne? Genau, das ist erstmal bequem, hat aber zur Folge, dass sich unser Problem nicht löst. Ne? Das ist das Unbefriedigende. Und es wird jetzt nicht schöner, wenn wir im Prozess weiter gucken, weil der nächste mentale Zustand, den unser Gehirn uns dann anbietet, wenn wir mit Rechtfertigen durch sind, was übrigens in Millisekunden passieren kann oder auch Jahrzehnte dauern kann, je problemspezifisch sehr unterschiedlich, wie lange das dauert, ist der mentale Zustand Schämen. Und in Schämen glauben wir halt, wir haben uns das Problem selber angetan. Also ich bin sozusagen selber schuld. Ne? Also Nadine würde denken, ja, ich habe es ihm wohl immer noch nicht richtig erklärt, wie die Spülmaschine eingeräumt sein muss, damit ich glücklich bin oder irgendwie sowas. Ne? Genau. Das könnte sie da denken und hält sich selber halt für total bescheuert an der Stelle, dass sie nicht in der Lage ist, mir das zu erklären. Vielleicht denkt sie auch, er liebt mich nicht genug, um es so zu machen, wie ich das gerne hätte. Ich habe es nicht oder so. anders verdient. Genau, oder sie hat es dann ja. womöglich nicht mal anders verdient. So. Das ist natürlich eklig, ne? Wenn man in so einem mentalen Zustand steckt. Jetzt könnte man auf der anderen Seite sagen, wie geil ist das denn? Ne? Also da steckt ja auch wieder drin, wenn ich mir das selber angetan habe, wer müsste sich ändern, damit es besser wird? Ja, ich. Ne? Wer ist der Mensch, auf den ich am meisten Zugriff habe? Das bin ja auch ich. Das ist ja eigentlich optimale Bedingung. Das Doofe ist, wir sind in Schemen so beschäftigt damit, uns selber doof zu finden, dass wir nicht zum Handeln kommen. Ich bin ja schon zu blöd, jemandem zu erklären, wie man eine Spülmaschine einräumt. Da bin ich auch zu blöd, mich selber zu ändern. Wird das Problem natürlich unüberwindbar. Richtig. Richtig. Ja. So, das ist ein bisschen die Tücke. Ne? Wie kommt man da raus? Mit Selbstmitgefühl ist meine Idee, aber im Prozess kommt man vor allen Dingen raus über die Frage, die uns unser Gehirn dann meistens erst anbietet, weil Selbstmitgefühl, da gehört schon ein bisschen Selbstführung zu, dass man das hinkriegt. Was das Gehirn so automatisch macht, ist die Frage zu stellen, was muss ich denn jetzt machen? Und die führt in den nächsten mentalen Zustand Verpflichtung. Also jetzt muss ich jetzt was ist eklig. machen, obwohl ich es nicht will. Also Ja. jetzt muss ich es Henning zum 1000. Mal erklären, wie ich gerne diese Mit ihm Spülmaschine auseinandersetzen, eingeräumt hätte. Auch mit schon so einem Gefühl von, erstens habe ich keine Lust zu, ist auch müßig, hat ja schon 999 Mal nicht geklappt, warum jetzt? Ne? Und ich will es eigentlich nicht und also das hat ja nichts von Leichtigkeit oder Du bist Wirkung auf dem oder Thema so, ne? wahrscheinlich auch schon ein bisschen sensibel, ne? Richtig, Mhm. genau. So. Ja. Und insofern, da muss ich halt was machen. Das Coole ist, ich komme jetzt immerhin das erste Mal ins Handeln. Also bisher haben wir im Grunde nur gejammert, lamentiert und selber bescheuert gefunden. Jetzt kann man mal was machen. Jetzt kann ich ihm es doch mal so richtig erzählen. Ne? Wie war das? Zwischen 16 und 17 Uhr anschreien, wie man die Spülmaschine richtig einräumt. So. Ja, mach mal ein Vielleicht Meeting. klappt das ja bei uns. So. Der Konferenzraum Genau. gebucht und Genau. So. Also auch da ist jetzt nicht nur schlecht, sondern da kommen wir ins Handeln und es ist erstmal total menschlich. Das ist das, was unser Gehirn anbietet. Ich glaube, wenn man es jetzt so ein bisschen größer zieht, auch aus dem Haushalt raus ins Büro, wir funktionieren alle ziemlich gut aus dem mentalen Zustand Verpflichtung. Wir machen, was uns gesagt wird. Wir Dafür werden tun, wir auch was bezahlt. getan werden muss. Dafür werde ich auch bezahlt. Also insofern, Unternehmen funktionieren nur, weil wir das können. Ja. So. Und es ist ja für viele Sachen auch wahrscheinlich egal. Ne? Ja. Also für kreative Tätigkeiten wäre es schön, wenn ich jetzt nicht nur in so einem Gefühl von, oh, jetzt muss ich das machen, obwohl ich keinen Bock habe. Für meine Spesenabrechnung ist es wahrscheinlich egal oder fürs Installieren des So Windows-Updates. um den Grundzustand sicherzustellen, ne, reicht das ja völlig aus. Richtig. Genau. Ja. Ja. Die Tücke ist, wenn ich halt zu viel in diesem Verpflichtungszustand unterwegs bin, dann hat das Ganze so eine Beschwerlichkeit, dass es mich irgendwann so frustriert und mich so viel Energie kostet, dass ich halt für nichts anderes mehr Energie habe. Und deshalb ist halt das Schöne, wenn es mir irgendwann gelingt,
Und sei es zum Beispiel, indem ich über eine Aufmerksamkeit auf dem Wort müssen, das haben wir jahrelang wahrscheinlich ein bisschen zu extrem für uns und andere zur Folter gemacht. Wenn jemand gesagt hat, ich muss jetzt nach Hause, haben wir gesagt, oh, das tut mir aber leid, das muss ja ein schlimmer Ort sein, wenn du da jetzt hin musst. Obwohl sie vermutlich gemeint haben, um pünktlich nach Hause zu kommen, muss ich jetzt los. Ne? Also genau, also insofern, da kann man ja ein bisschen drauf achten, dass man nicht so viel in Verpflichtung steckt. Man würde lieber im mentalen Zustand Verantwortung landen. Und es gibt einen Grund, dass auf diesem Chart da so eine Doppellinie ist zwischen Verpflichtung und Verantwortung, weil das ist tatsächlich mit Abstand wahrscheinlich der schwierigste Übergang. Man könnte auch umgekehrt sagen, oberhalb ist halt mentaler Zustand Verantwortung, ich nehme mein Problem in Besitz, ich bin irgendwie frei, voller Kraft, Optionen, ich habe unterschiedliche Ideen, was ich machen kann. Das ist nicht diese eine alternativlose Sachen aus Verpflichtung. Und alles unterhalb der Linie sind halt unterschiedliche Zustände von Nichtverantwortung. So ist es sozusagen gemeint. Und die Tücke ist, wir erkennen oft diese Zustände unterhalb der Linie sehr gut. Also wenn wir die jetzt erklärt haben, würde mich interessieren, ob es euch auch so gegangen ist. Hat man irgendwie so Gefühle von, ja, habe ich schon mal bei anderen Leuten gehört. Bei mir selber weiß ich nicht so genau, vielleicht sogar auch mal gelegentlich. Aber dies mit diesem Verantwortungsding, wo war ich denn mal total frei und konnte machen, was ich wollte und habe Optionen gesehen und also das habt ihr bestimmt auch erlebt, das haben wir alle bestimmt auch schon erlebt, aber wahrscheinlich würden wir es eigentlich auch gerne noch häufiger erleben. Ja. Und das ist sozusagen der Punkt, an dem wir versuchen, mit unseren Kunden zu arbeiten und Kundinnen, dass man im Grunde genommen noch leichter durch diesen Prozess durchkommt, weil der ist eingebaut, den machen wir sowieso alle und auch alle, die jetzt hier zuhören, machen das sowieso schon den ganzen Tag und mal bleiben sie irgendwo stecken, mal schaffen sie es bis zur Verantwortung, mal gibt es gar kein Problem, weil sie sich gar nicht erst aufregen. Dann fühlt sich das so ähnlich an, wie im Zustand Verantwortung gewesen zu sein. Und es geht eher darum, dass man lernt, schneller da durchzukommen für sich. Und auch, also, was man auch braucht, um da durchzukommen, ne? Weil das ist ja auch eine individuelle Geschichte. Ne? Ja. Manche stecken ja länger in der Scham drin als in der Verpflichtung, ne? Und umgekehrt. Und so. Jeder hat ja so sein Zuhause wahrscheinlich. Definitiv. Und es gibt auch reichlich Leute, die behaupten, dass sie dieses Schämen noch nie gefühlt haben. Aber ich glaube, die sind einfach nur sehr, sehr gut da drin, ganz schnell zu diesem, was muss man jetzt machen, damit ich das Schämen nicht aushalten muss. Ich dachte ich habe auch mal in der Weiterbildung gelernt, es gibt so 2 Verhalten, die sich auch in der Kindheit etablieren. Das ist einmal, entweder bist du bockig oder du schämst dich. So, ne? Also bockig wäre natürlich eher noch unten auf der beschuldigen, rechtfertigen Ecke. Ja, genau, so da unten. ein bisschen aggressiver drauf und Schämen ist dann eher nach innen. Ja? Und vielleicht hat man da so eine Tendenz und die anderen, dann springt man den Rest rüber. Ich glaube, und das habt ihr ja auch bei den Beispielen gesagt, ne, Schämen ist einfach das mit Abstand unangenehmste oder für viele Leute sehr unangenehme. Ne? Und da duckt man sich dann weg vor den Emotionen. Entweder indem man ganz schnell weiter wandert oder indem man es überhaupt nicht wahrnimmt, dass man da drin steckt. Ja. Witzig, da muss ich jetzt einmal angeben, mache ich ja selten in der Sendung, aber ich habe jetzt tatsächlich, ich bin immer noch im Training, aber letztes Jahr habe ich angefangen und seitdem ziehe ich es auch ganz gut durch, dass ich mich nicht mehr entschuldige. In keiner Lebenslage, im beruflichen, aber auch nicht privat und so weiter. So, ich sage schon, ich verkünde, dass es mir leid tut, wenn es mir leid tut, also vor allem den Kindern gegenüber und so weiter. Aber auch, dass ich das vormache, dass ich mich nicht entschuldige, weil das halt vor allem Schamsystem ist. Also dann bleiben wir ja drin. So, ne? Und ich schmeiße das dann vor allem in der Familie immer so plakativ rum, weil es so semi-aggressiv ist. Aber dieses Don't be sorry, be better. Ja? Und das ist schon so ein bisschen Running Gag zwischen meiner Partnerin und mir, wenn ich das raushole. Aber in dem Sinne ja auch, ne? Um schneller auch tatsächlich durch diese Phase durchzukommen. Weil ich gemerkt habe, bei mir, da gehe ich ganz schnell hin und dann bin sehr wie heißt es so schön, wenn man andere zufriedenstellt. People Pleaser. People Pleaser, genau. Da habe ich auch so eine Tendenz aus der Kindheit. Und da besser rauszukommen und die Leuten dann auch wirklich helfen zu können, ne? Indem man selber Klarheit hat und das dann auch übertragen zu können. Ja, das erinnert mich gerade noch dran, es gibt ja für die Retrospektiven diese Prime Directive. Ja. Also wir gehen davon aus, jeder gibt, was er kann. Ja. Und das wäre total cool, wenn man das nicht nur in Retrospektiven annehmen würde. Immer. Weil das ist nämlich auch was im Grunde Beschuldigen und Schämen sofort von diesem Chart streichen würde. Ne? Ja. Weil wir, also ich meine, es konnte nicht anders kommen, weil wir geben ja alle gerade das, was wir können. Genau, und dieses Grundverständnis, diese Einigung darauf, dass solange wir als Team hier arbeiten, das ist dann so, ne? Und da als Ergänzung dazu finde ich immer sehr schön, wenn man dann nämlich in diese Geisteshaltung reingeht, dann ist nämlich der nächste Schritt, okay, dann übernehmen wir auch wieder Selbstverantwortung, weil dann haben wir dir nicht geholfen. Auch wenn du jetzt den Fehler gemacht hast, ist nicht so, weil du doof bist oder unfähig, sondern wir haben dir ja auch nicht die Infos gegeben. So, wir haben dir nicht unter die Arme gegriffen, ne?
Genau, und das ist ja auch im Grunde Wurst. Also es geht ja vor allem jetzt darum, so machen wie wir es es nächstes jetzt Mal ist, nicht. genau, ja, und so wie es jetzt ist, was wollen wir jetzt machen? Also da sind wir wieder bei dem Thema Absicht, Ja, ne, und was ja auch aktiv der erste Schlüssel zu Verantwortung ist. Also im Grunde die erste Praktik, die man anwendet, wenn man sich in dem Prozess bewegt, ist immer die Frage, okay, jetzt wo es ist, wie es ist, was will ich jetzt? Jetzt haben wir aber auch darüber gesprochen, dass das ja die unteren Stufen im Prozess so schön angenehm und energiearm sind für mich. Bedeutet das denn nicht, dass das anstrengend ist, in die Verpflichtung zu gehen und dann darüber hinaus auch in die Verantwortung? Warum sollte ich das machen? Naja, es ist so lange anstrengend, bis es das nicht mehr ist, ne? Okay. So, also es ist erstmal anstrengend. Wie Sport, ne? Also regelmäßig, bis es Spaß In gewisser macht. Weise wahrscheinlich schon, ja. Und es ist natürlich immer dann anstrengend, also so Nadine als Schemenexpertin, also mich plagt der mentale Zustand nicht ganz so häufig, Nadine kennt das mehr. Da erlebt man dann zum Beispiel am Anfang auch sowas, dass man wieder auf so einer Metaebene von, oh, jetzt habe ich beschuldigt. Oh nee, ich müsste es doch jetzt eigentlich besser wissen. Ne? Oh, ja. Das heißt, jetzt hat man noch ein neues Problem zu dem Problem, Metaschämen. was man vorher hatte, nämlich Genau. ich bin noch nicht so weit, dass ich irgendwie automatisch im Responsibility Process immer weiter nach oben komme. Jetzt schäme ich mich auch noch dafür. Ne? Also das Ja, heißt, und dann schäme ich mich fürs Schämen. Das Ja. ist besonders schön. genau, und das kann man lange spielen. Ja. Das Spiel hilft halt nicht so richtig weiter. Ne? Also es löst eben auch nicht das Problem. Ne? So. Ich glaube, die Belohnung ist sehr hoch. Mhm. Also weil ich im mentalen Zustand Verantwortung ja tatsächlich merke, meine Selbstwirksamkeit merke. Ich kann Dinge bewegen, die passieren, weil ich das will. Ja. Nicht, weil der Chef das gesagt hat. Kann sein, dass er es auch gesagt hat, aber es ist vor allem passiert, weil ich es wollte. Wie cool ist das denn? Ne? Was kann ich alles möglich machen? Ne? Ja. Was geht dann noch? So. Und So. ja, das mag dem einen oder anderen auch schon wieder Angst machen. Ne? Was geht dann noch? Ne? Was ist, wenn ich wirklich totale Freiheit hätte, wenn ich womöglich viel, viel mehr das kriegen könnte, was ich wollte? Erstens müsste ich dann wissen, was ich will, was gar nicht so trivial ist. Vielleicht ecke ich dann an, ne? Vielleicht mögen mich dann gar nicht mehr alle oder so. Ne? Also es kommt mit unterschiedlichen Dingen einher, aber erstmal ja vor allem mit der Befriedigung, ich kriege mehr von dem, was ich will. Genau, und ich habe halt wieder auch die Sicherheit, dass ich einmal, was wir am Anfang hatten, dass ich weiß, was ich will. Das ist schon mal auch ein schönes Gefühl. Und diese Klarheit zu haben. Und das andere ist ja, ich bin dann wieder im Hebel. Ne? Mhm. Ich habe ja gesagt, ich entschuldige mich nicht mehr, also ich löse die nicht mehr auf, aber ich lasse die Schuld gerne bei mir. Wenn irgendwas schief geht, dann bin ich der Erste, der sagt, ja, das ist mein Ding. So, ne? Da sehe ich sofort meinen Fehler drin. Ne? Weil ich dann automatisch auch in der Machtposition bin, was zu ändern. Sobald ich das abgebe, gehe ich tendenziell in den Opfermodus und das ist ja dann auch Genau. wieder so eine Selbstgeißelung. Also Ja. Ohnmacht. Für mich persönlich war tatsächlich auch das Hauptthema im Grunde genommen beim Kennenlernen des Responsibility Processes, dass ich das Gefühl hatte, das lässt ja immer Optionen bei mir. Also ich kann was tun, ne? Egal wie die Situation ist, ich kriege Handlungsoptionen an die Hand. Wenn ich es schaffe, aus diesem Beschuldigen und Rechtfertigen, Schämen und aus der Verpflichtung, in der Verpflichtung habe ich schon mal die erste Handlungsoption, aber wenn ich da rauskomme, dann habe ich so einen Satz von verschiedenen Optionen. Wie cool ist das denn? Dann bin ich wieder handlungsfähig. Und das ist zumindest für mich persönlich ein Gefühl, was ich eigentlich am liebsten meistens haben möchte. Ja. Aber Mir geht es auch so, dass, also Verantwortung heißt dann ja nicht gleich, dass ich dann immer den ganzen Blumenstrauß von Optionen durchdenken muss, sondern es geht ja um die innere Haltung. Ich habe bei Verpflichtung die erste Handlungsoption erkannt und bin dann aber noch einen Schritt weiter gegangen, habe gemerkt, da geht noch mehr. Wenn ich in Verantwortung gehe, dann muss ich nicht diese Option ziehen, sondern habe noch 2, 3 andere und ich muss dann nicht überlegen, habe ich auch noch eine 3., 4., 5., 6., weil die innere Haltung ist dann plötzlich eine andere oder macht man vielleicht trotzdem das, wo man sich auch zur Verpflichtung hingefühlt hätte, aber man macht es aus eigener Entscheidung, ne, aus einer anderen. Genau. Woanders her. Ja. Richtig. Und das ist oft auch ja also das wird ja mit vielen anderen Future-Skill-Themen genauso sein. Die haben sozusagen so einen Aspekt, der vielleicht was sich an so einem Modell erklären lässt und der ein bisschen was Mechanisches hat. Aber sie haben oft ja auch so einen Haltungsaspekt. Also und das ist ja oft, das ist ja fast schwieriger zu lernen und zu lehren. Darum ist wie es ja ein man auf eine Future Skill. andere Das ist ein Haltung kommt, ein vermutlich. Marktvorteil dadurch, ne? Weil es die schwereren oder die schwerer zu erlernenden Fähigkeiten sind. Aber ich würde da gerne mal provokant reingehen. Warum sollten die anderen das denn zulassen? Dass ich dann selbst führe, wenn ich dann nämlich alle Optionen auf einmal auf mich ziehe. Dann nehme ich den anderen das nicht weg, die riechen noch irgendwann mal in den Braten. Und dann wollen die auf einmal wieder die Verantwortung haben. Aber dann entsteht doch ein richtig gutes Gespräch. Also ich meine, Dann das streiten wir ist uns doch so. ist was anderes als rumeiern. Also ich meine, das ist genau wieder dieses, ich gehe mit einer Klarheit rein. Ja. Das motiviert andere auch klar zu sein, sie müssen Stellung beziehen. Und dann reden wir doch über die wichtigen Sachen.
Also statt diesem So. üblichen, typisch deutschen, wir jammern jetzt alle zusammen, Wir- ne? Und genau, machen noch ein Bier ja, auf und dann jammern wir noch genau. ein bisschen mehr. Genau. Und nichts verändert sich so richtig. Ne? Ja. Also insofern ist, glaube ich, dass alle wieder ihre Wirkmacht spüren, ist, glaube ich, total nützlich. Und dann sind wir bei dem, was, glaube ich, du vorhin erwähnt hast, Selbstführen führt dann auch oder ermöglicht dann wieder andere zu führen, was ihr schon gesagt hattet. Okay, dann, Weil du den einen Schlüssel schon angesprochen hast. Ne? Und das Modell ist ja so schön, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich auch gedacht, okay, das ist diese 7 Stufen, da kann ich mich auch irgendwie, mir Situationen im Leben sofort andocken und so Parallelen ziehen zu meinem Erleben und sowas. Das ist ein super Modell, weil es nicht so kompliziert ist, dass ich sage, okay, warum halte ich das jetzt und so, sondern da kann man relativ schnell was direkt mit anfangen. Ne? Und das ist dann ja schon mal eine gute genau das, was ein Modell bringen soll. Ne? Dass man sagt, also Gedankenstütze, wo stehe ich jetzt gerade? Was dieses Stufenmodell ja noch nicht beantwortet ist, wie komme ich denn jetzt voran? Ne? Genau. Genau, und das Gibt es da Im noch Grunde- was? Genau, das sind im Grunde die 3 Schlüssel zur Verantwortung, die das Modell mitliefert. Absicht, Aufmerksamkeit und sich stellen. Und Absicht haben wir jetzt ja auch schon drüber gesprochen, also sich immer selber wieder klar zu machen, was will ich jetzt eigentlich? Und Aufmerksamkeit, naja, also wenn ich im Grunde für mich sage, ja, diese Verantwortung im Sinne des Responsibility Process, die möchte ich mehr und mehr leben, dann brauche ich eine Aufmerksamkeit darauf, wo ich sie gerade noch nicht lebe. Also, weil wenn ich dann die Absicht habe, ich will das mehr, dann brauche ich die Aufmerksamkeit, oh, jetzt war ich mal wieder im Rechtfertigen. wo fehlt's Weil nur noch? dann kann ich es ändern. Ne? Also deswegen brauche ich die Aufmerksamkeit und dann ergibt sich ja im Grunde so ein Delta. Ne? Ich weiß, was ich will. Oh, shit, da bin ich noch gar nicht. Naja, sich stellen. Ne? Also ja, das wird mich erstmal unzufrieden machen, frustrieren und die Frage ist ja, wie gehe ich dann damit um? Und da kommen wir dann eben auch wieder in den Bereich, ne, die eigenen Gefühle auch irgendwie anzuerkennen, damit Okay. umzugehen. Es ist okay, Ja. wie es ist, genau. Auch da eben im Zweifel wieder ein Stück Mitgefühl mit sich selber zu haben, dass man nicht, also das ist halt total menschlich, dass wir so ein Modell, ja, erstmal einfach, aber deswegen bin ich nicht von heute auf morgen immer nur 100% in Verantwortung. Das wäre unmenschlich. Ne? So funktioniert unser Gehirn halt nicht. Genau, und ich muss ja auch erstmal aus alten Verhaltensweisen raus, ne? Wo ich Richtig, daran genau. denke, so, Indianer kennt keinen Schmerz, ne? Und echte Ja. Männer weinen nicht und so. Ja. Also da ist ja schon noch ein bisschen aufzuarbeiten. Ganz schön viel Automatikprogramme, die da so Mhm. laufen, ja, genau. Ich versuche gerade da noch irgendwie eine Lücke zu finden, weil das ist, das klingt alles so gut. Und eine Sache, die ihr am Anfang erwähnt habt, es ist ja so schön einfach, vor allem für die anderen, wenn ich halt autoritär halt führe. So, dann können die sich zurücklehnen in den Opfermodus. Jetzt gehe ich durch das Tal der Tränen, ne? Also aus dem Schämen dann raus in die Verpflichtung, Verantwortung und ziehe dann auf einmal alle anderen mit mir. Warum sollten die da mitmachen? Das hatten wir gerade schon so ein bisschen. Aber erlebt ihr das weil ihr helft ja auch Leuten, in die Selbstführung zu kommen und das zu verstehen und anzuwenden. Ist das für die Leute, die das dann anwenden, häufig dann wieder ein Punkt, wo sie Gegenwehr spüren und eventuell Schwierigkeiten haben, wenn es dann tatsächlich wieder ins Team, in die Abteilung zurückgeht? Es kann schon mal passieren. Und es gibt so einen schönen Spruch in dem Programm, jedes Problem ist eine Gelegenheit zum Wachsen. Also auf eine Art ist das ja sogar sinnvoll, dass das passiert. Und natürlich, wenn ich mich anders verhalte als sonst, hat das einen Impact auf die um mich herum. So, und manchmal zum Guten, zum Schlechten, was weiß ich, ob gut oder schlecht. Ne? Also irgendeine Wirkung wird es haben. Und ja, das wirft mir im Zweifel ein neues Problem vor die Füße, was wieder den Responsibility Process auslöst. Aber wie cool, ne? Kann ich wieder üben. Und, So. und es macht noch was anderes klar, glaube ich, an der Stelle, gerade wenn es darum geht, die anderen übernehmen nicht so Verantwortung, wie ich es gerne hätte. Ja, wessen Problem ist denn das? Ist das Problem der anderen oder ist das mein Problem? Ich beschwere mich doch gerade darüber, dass es so wäre. Ne? Also ist es offensichtlich mein Problem. Ne? Das heißt, wer sollte dafür in den mentalen Zustand Verantwortung kommen? Ich. Ne? Und dass das deshalb eine Garantie wäre, dass jetzt alle anderen magisch irgendwie nur noch fröhlich, kreativ werden, die gibt es natürlich nicht. Ne? Also die müssen das ja auch erst lernen. Und auf der anderen Seite, für die meisten, die das sowas sagen, also ich wünsche mir, dass die anderen mehr in Verantwortung gehen, manchmal sind wir ja auch die anderen. Ne? Also wahrscheinlich gibt es ja irgendwie auch Leute, die genau dasselbe von uns sagen würden. Komisch, an der Stelle geht er nie in Verantwortung. Ne? So.
Und da- merkwürdig. da- würde ich Man was müsste anderes mal. wünschen. Und wir kommen ganz nah an dem Bereich, wo ich mich noch an den Disclaimer sofort am Anfang von Christopher Avery von seinen Keynotes erinnere, wo er gesagt hat, das ist für euch, das ist zur Selbstführung. Ihr könnt nicht dahin gehen und anderen sagen, dass sie sich jetzt gerade im Schämen befinden oder dies oder jenes. Es sei denn, die haben euch explizit dazu eingeladen, Ja. ihnen das mitzuteilen. Aber also dafür, das funktioniert halt irgendwie nicht. Ne? Ja. Also, Ist auch Genau. logisch, ne? Also wenn ich sage, hier Per, da bist du doch im Schämen, Ja. in welcher Haltung sage ich das, ne? Klingt irgendwie nach Beschuldigen. Also so, Und- das macht's halt klar. Und was wird es bei dir? Was nützt es? Nichts. Also ich meine, vorher hattest du ein Problem, jetzt hast du zwei. Also es ist Ja. auch Ja, genau. Es nicht sei so denn, ich hilfreich. arbeite, ich meine, vermutlich habt ihr das untereinander mal Ja. gemacht und praktiziert, weil ihr das abgesprochen habt und gesagt habt. Und manchmal ist ja eine Außenwahrnehmung schneller als man selbst. Das stimmt und trotzdem meine Erfahrung ist auch, ich liege unfassbar oft daneben. Mhm. Also nur weil Toll. jemand sich so und so verhält, heißt das noch nicht, dass ich weiß, in welchem mentalen Zustand der ist. Ich kann das am Ende nur für mich selber beantworten, Ja. wo ich bin. Und man liegt oft genug daneben. Insofern, ja, wir haben das natürlich benutzt wechselseitig, aber auch da haben wir eher immer so freundlich gefragt oder mal Poster hochgehalten hier. Für mich klingt so, was glaubst du, wo steckst du gerade? Ja. Und das gemeinsam man muss ich gerade dran denken, weil diese Woche hatte ich da gerade einen sehr süßen Fall. Ging es auch in der Umstrukturierung, an der ich unterstütze. Ging es halt darum, dass eine Person sich ein bisschen unwohl fühlt mit der neuen Position, mit den neuen Titeln, den sie bekleiden sollte und mit Reporting-Strukturen und so weiter. Und dann ist das erst mit der zukünftigen Führungskraft aneinander geraten, dann kam noch der Vice President oben drauf und dann wurde ich noch als Berater des Hauses mit dazugeholt, weil ich auch in den allgemeinen Strukturen da mit unterstütze. Und von dem, was ich bisher dann gehört hatte aus den Gesprächen, war für mich relativ klar, okay, das ist kein strukturelles Problem, also mit der Rolle ist er einverstanden. Er hat persönlich irgendwo ein Problem, Schwierigkeiten. Und von dem, was er angesprochen hat, eher entweder Variante 1 oder 2. Und dann kam halt in dem Gespräch raus, wir sind da durchgegangen und auch die Person selber hat da durchargumentiert und wir haben da alle versucht, darauf einzugehen, bis er zum Schluss, und man hat das wirklich bei ihm gesehen, dann reagiert hat, nee, ich habe ja eigentlich ein ganz anderes Problem. Mhm. So, aus der Historie heraus wurde ich an der Stelle doof behandelt von meiner Führungskraft. So, und deshalb möchte ich jetzt hier noch Sicherheit haben, in den Reporting-Strukturen irgendwie besser aufzutauchen. Und okay, das können wir ja lösen, aber selbst für die Person war dann noch nicht, also war ihre Hidden Agenda selbst noch hidden. Mhm. Ja. So, und da in diese Erkenntnis auch reinzukommen. Ne? Ja, das erleben wir auch oft, dass man steigt mit so einem Problem ein und merkt dann irgendwann, da ist noch ein Problem hinter und noch ein Problem hinter. Also es hat so ein bisschen was von Zwiebelschälen, Ja. inklusive zwischendurch heult man ein bisschen. Genau, am Ende sind die Eltern schuld und Ja. dann erkennt man, ja, aber den kann man dafür nicht Schuld geben, weil man es selber jetzt ausbadet, ne, austrägt und sich dahinter War das- versteckt, dass die Eltern schuld sein könnten. Waren das jetzt Beispiele wirklich aus euren Workshops oder Seminaren, wo ihr wahrscheinlich erstmal so ein bisschen theoretischen Input gibt, aber dann muss man ja auch irgendwie, geht ihr da wirklich so in die Praxis mit den Teilnehmenden, dass ihr sagt, habt ihr da Situationen und Offenbart euch, fragt oder? ja, oder denkt für euch selber drüber nach oder offenbart euch, das muss natürlich eine Ist das so ein Heldenreiseprogramm, oder? sein? Nee, also erstmal ist ja so, dass die Leute sehr frei entscheiden dürfen, was sie da teilen. Ja. Also wir zwingen da ja niemanden und meistens sind sie am Anfang auch eher vorsichtig, sagen wir mal so. Also dass da jetzt Klar. irgendwie der totale Seelenstriptease nötig wäre, ist nicht gegeben. In unserem intensiveren Programm, wo wir Leute irgendwie auch mal über 6, 12 oder mehr Monate begleiten, da ist das schon so, dass da auch mal auch Themen hochkommen, wo die Leute dann auch vielleicht erst im Gespräch merken, boah, da steckt doch noch irgendwie so irgendeine Verwundung von früher oder so dahinter. Mhm. Ne? Das, Ja. Und das ist trotzdem ja oft hilfreich, das irgendwie einmal gesehen zu haben, es mal aussprechen zu können, betrachten zu können. Das gehört dann ja auch manchmal zu dem sich stellen. Das ist halt Teil meiner Realität. Und ich habe jetzt als Erwachsener eine neue Wahl, wie ich damit umgehen will. Ne? Also ich kann jetzt für immer sagen, die Rechtfertigung, warum ich das und das nicht mache, ist, dass meine Eltern irgendwie meine Erziehung vergurkt haben. Oder ich könnte irgendwann für mich entscheiden, das mag so sein. Ja. Und trotzdem, heute bin ich erwachsen und ich entscheide für mich jetzt, dass ich was anderes mache. Und das wird mir vielleicht nicht leicht fallen, weil erstmal das Automatikprogramm tief sitzt. Aber ich kann mich dabei unterstützen lassen, was anderes zu lernen und ein anderes Verhalten in Zukunft. Ja. zu Aber es zeigen. ist doch so schön einfach, wenn ich den anderen die Schuld geben kann. Aber ja nur auf kurzsichtig ist das einfach. Ja. Aber es behindert mich halt, das zu kriegen, was ich will. Zum Beispiel Weihnachtsgeschenke, weil ich nicht mehr zu den Eltern fahre, weil die mich ja so versaut haben.
Eine Frage stellt sich da für mich noch, wo wir gerade bei dem Thema sind, auch wenn dann andere mit dabei sind, ne, das Team und so weiter. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind an dem Punkt, wir sind top in der Selbstführung, nicht mehr in der Verpflichtung, sondern auch wirklich in der Verantwortung und die anderen kommen auf uns zu und sagen, ja okay, ne, wir lassen uns darauf ein. Nutze ich dann andere Techniken als bei meiner eigenen Selbstführung, um das dann in die Breite zu tragen? Oder sind das dann, ist das der gleiche Pfad dann oder wie läuft das in der Regel ab? Erstmal möchte ich noch sagen, also wir beschäftigen uns jetzt seit gut 7 Jahren intensiv mit diesem Prozess und ich bin immer noch jeden Tag auch unterhalb dieser Linie unterwegs. Also es ist nicht Was okay so, dass man, ist. genau, und das ist total, ich bin halt auch immer noch ein Mensch. So. Ja. Insofern, das finde ich immer total wichtig. Also man gerät nicht plötzlich komplett im Leben immer in Verantwortung, sondern der Prozess wird immer durch ein Problem getriggert und ich habe heute noch Probleme, wo ich erstmal Henning beschuldige oder mich stundenlang in Schemen aufhalte oder Dinge einfach aus Verpflichtung tue. Mhm. So, und das ändert sich so auch nicht. Ich habe halt das Gefühl, ich erwische es viel schneller und ich bin schneller durch und ich kann schneller bewusst entscheiden, diese blöde Aufgabe mache ich jetzt aus Verpflichtung. Ja. Triffst du dann auch bewusst, also du ertappst dich, triffst du auch bewusst die Entscheidung, okay, aber das ist jetzt einfach so, wie es ist und diese Baustelle, da gehe ich jetzt nicht in die Selbstreflexion und in die Arbeit mit mir selbst, sondern das nehme ich jetzt einfach so hin, weil... Ja, genau, entweder so oder ich bin halt auch viel schneller darin geworden, Optionen zu sehen und mich für eine Absicht zu entscheiden und dann tatsächlich irgendwas zu tun. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich auch wieder ein Muster, das wir in vielen Future Skills haben, die halt auf einem mentalen Modell, einer Selbsteinstellung und eigenen Fähigkeiten beruhen. Ne? Es geht nicht darum, da ständig in diesem Zustand zu sein und da wirklich perfekt und immer die Antwort zu haben, sondern andersrum Mustererkennung zu lernen, auch ganz viel, um dann schneller auf Probleme zu stoßen, dann auch durch die Prozesse durchzugehen, ne, und dadurch zu warten. Und dann aber das Verständnis zu erbauen, wir müssen da jedes Mal durch. Ne? Es gibt keine Abkürzung dahin. Also ja, ich kann es schneller machen, aber ich kann nicht Ebenen überspringen. Ja. Genau, und jetzt war aber deine Frage ja eigentlich, Wie machst du mit anderen? Wie mache ich das mit den Wie anderen? helfe ich denn den anderen, die jetzt Ja. im Schämen sind? Wie helfe ich den Schämenden? Naja, also erstmal kannst du natürlich gucken, welche Fragen haben für dich selber funktioniert, um da weiterzukommen. Und häufig ist es für Leute, die sich schämen, zum Beispiel wichtig, dass sie sich wieder mit ihren Ressourcen verbinden. Ne? Also was können sie alles? Wir könnten gemeinsam Erfolge feiern, also ein Ritual, um uns unserer Selbstwirksamkeit häufiger bewusst zu sein, was vielleicht auch wieder Leuten hilft, aus diesem Schämen-Ding rauszukommen und sich in mentalen Zustand Verantwortung zu trauen. Aber ich glaube, es gibt vor allem diesen Punkt von, dein Problem wechselt ein Stück. Also während du sozusagen vorher vielleicht erstmal das Problem hattest, rauszufinden, was will ich, was wollen wir gemeinsam, was für einen Deal machen wir, der mir gefällt, den ich auch machen will, ist jetzt die Frage, bist du auch bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen, dass diese Gruppe gut zusammenarbeitet? Eine Ebene höher. Also Genau, beziehungsweise also den Und Rahmen dann erweitern. machst du ja eigentlich wieder dasselbe. Also es ist ja wieder dasselbe, weil wenn das nicht klappt, die Zusammenarbeit, könntest du sagen, ja, das liegt daran, dass die anderen zu doof sind. Oder es liegt daran, ich könnte das in Besitz nehmen und ich kümmere mich darum, dass die Dynamik jetzt hier so funktioniert, dass wir gut zusammenarbeiten. Ja. Und das ist ja oft leider ein Problem, was man zum Beispiel auf dem Team-Level hat, dass jeder hofft, und manchmal wird es ja sogar über agile Rollen noch schlimmer. Das ist ein Problem des Scrum Masters, oder? Mhm. Wenn das Team irgendwie scheiße ist, dann hat mit mir als Teammitglied ja nichts zu tun. Da soll sich der Scrum Master drum kümmern, dass die nervigen anderen es endlich so machen, wie ich das gerne hätte. Also ich meine, das ist halt eine Haltung, die ist nicht teamnützlich. Ne? Nein. Selbst wenn du einen super Scrum Master hast, wird das nicht reichen. Ne? Also es ist ja eigentlich wichtig, dass die Leute erkennen, dass sie auch ihre Aktien drin haben. Und irgendwer muss mal damit anfangen. Und jeder könnte. Ne? Ja. Also jeder kann ja für sich Weil erkennen, übernimmt ich man fühle mal mich auf- dafür verantwortlich. Ja, und dann übernimmt man mal Aufgaben, zu denen man eigentlich keinen Bock hat, weil doch ein höherer Aus Verpflichtung. Zweck da ist. Nicht aus Verpflichtung, sondern weil man den höheren Zweck sieht. Und Genau, und bewusst ja, aus weil man Mehrwert erkennt. Also und von außen ist ja nicht klar, warum du es gemacht hast. Habe ich es aus der Verpflichtung jetzt gerade gemacht, weil ich das Gefühl habe, irgendwer im Team muss es ja machen, dann mache ich es jetzt mal. Ne? Oder sehe ich, Teamdynamik ist alles nicht, aber wir halten zusammen und ich finde das total wichtig als Teamziel irgendwie und deswegen stelle ich mich jetzt mal in den Dienst des Teams und habe selber entschieden, die Aufgabe zu übernehmen und kommt das Gleiche bei raus, aber mit einer anderen Haltung dann. Ne? Und ich sehe da auch die Option, dann auch Nein zu sagen. Wenn ich auf der Ebene bin, dann, ne, weil sonst sind es ja immer die anderen schuld, ne, und die Stakeholder und die Kunden und ne, die sind so doof, aber die wollen das. Und ganz viele haben ja in ihren Teams und Unternehmen das Problem, dass sie halt nicht ausmisten. Dass das Backlog und der Rucksack wird immer voller, aber nichts wird zurückgelassen. Aber wenn ich in diesem
dieser Einsicht auch drin bin und diesem Verständnis und auch in der Verantwortung, dann bin ich auch in der Lage, ja dann auch zu sagen, ja, aber das machen wir nicht. Das möchte ich nicht und das will ich nicht. So. Und dann habe ich auch erst diese Klarheit und kann das ordentlich aussortieren. Ansonsten bin ich ja immer die Frage, okay, ich weiß es nicht, aber der Kunde will es ja, dann wird rumgeeiert. Was ich noch ergänzen würde zu dem, wie mache ich es mit den anderen, also im Grunde wende ich ja schon das, was bei mir hilft, auch auf andere an. Das heißt nämlich auch Mitgefühl spenden. Also auch Tempo rausnehmen, wenn jemand tatsächlich verzweifelt ist, also so wie du eben beschrieben hast in der Situation, da ist jemand in einer neuen Rolle, kommt damit irgendwie nicht zurecht. Das kann einem erstmal leid tun. Und da kann man erstmal mitfühlen, dass das gerade schwierig ist für denjenigen. Und da hilft es halt auch nicht zu sagen, jetzt reiß dich mal zusammen oder so, ne, sondern auch anzuerkennen, ja, boah, da hakt es gerade irgendwo. Und weiterhin im Grunde die Haltung zu haben, und mit dem ist immer noch nichts verkehrt, ne? Der gibt immer noch sein Bestes. So. Ja. Und ja, jetzt gehen wir damit um. Und dann ist im Grunde die Zauberfrage, was willst du? Also um wieder denjenigen mit seiner Absicht zu verbinden. So. Genau, also willst du weiter jammern oder willst du mitarbeiten, dass wir eine Lösung dafür finden? Ja. Ne? Oder genau. Wobei kann ich dir behilflich sein? Ne? Genau. Also dann bietet man. Was ich meinen Kindern immer versuche, hart beizubringen, also hart, weil die haben da auch keinen Bock drauf immer, aber ich frage dann immer, so, was möchtest du denn jetzt, wenn du mir sagst, mein Glas ist leer oder ich will einen Joghurt haben. Ja, okay, und was kannst du denn tun, damit du einen bekommst? Ja. Da lacht die Technik. So, aber ja, dann wenn sie gut drauf sind, dann sagen, ja, okay, Papa, kannst du mir bitte bei dir bestellen? Ja, genau, kannst du bei mir bestellen. Ja, zum Beispiel. Ja. Du könntest auch selber gehen, aber ich mache das gerne, wenn du das machst. Ne? Aber das ist die Intention, dass dass sie sich klar sind, was wollen wir eigentlich? Und andersrum versuche ich das auch. Ne? Ich sage nicht, ich habe mir abgewöhnt, am Spielplatz zu sagen, so komm, wir müssen jetzt nach Hause, sondern ich will jetzt, mir ist kalt, ich habe keinen Bock mehr. Lass uns gehen. Ja. Cool. Für wen ist das was? Wer sollte sich damit beschäftigen, im Sinne auch als Future Skill, also zukunftsrelevant? Für welche Rollen, Positionen, Branchenbereiche wird das besonders relevant sein? Weil ihr auch aus eurer Erfahrung mit den Kunden und dem Markt merkt, da ist konkret Bedarf und die haben auch einen immensen Wettbewerbsvorteil und generell Wert da drin. Und gibt es bestimmte Positionen, die damit anfangen sollten oder denen es auch leichter fällt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Oder ist es für alle? Das wäre wahrscheinlich die einfache Antwort für alle. Also, aber übernimm mal Verantwortung und das ist okay. Ich versuche es konkreter zu erklären. Wahrscheinlich gehört ja erstmal ein Stück Bereitschaft und Spaß an Selbstreflexion dazu. Wenn ich das nicht schon mitbringe, zumindest ein bisschen davon, dann ist es wahrscheinlich irgendwie schwer, das zu lernen. Ne? Also ich erinnere mich immer noch aus einem Workshop an einen Teamleiter, der hinterher gesagt hat, nee, also mit so Sozialgedöns möchte er eigentlich nicht belästigt werden. Also erstens glaube ich, ist das kein Sozialgedöns, was wir da machen. Und zweitens der Teamleiter. Genau, wenn ich Teamleiter bin und ich finde... Aber er führt über die Excel-Tabelle. Irgendwie anders. Aber wie auch immer. Und ich kenne sozusagen aus dem Programm eigentlich nur Leute, die eher sowas sagen wie, boah, warum habe ich das nicht schon früher gewusst? Das müsste man eigentlich schon in der Schule lernen oder so. Also dass sie sich eher gewünscht hätten, sie hätten schon viel eher davon irgendwas gewusst, würde ich mich auch einreihen. Also ich würde mir das auch wünschen für mich selber. Ich glaube, ich hätte einige komische Sachen in meinem Leben irgendwie nicht machen müssen, wenn ich das irgendwie früher für mich klar gehabt hätte und mich besser hätte selber führen können. So. Ansonsten ist es so, wir sind jetzt erstmal einfach historisch, weil wir ja beide auch irgendwie aus diesem agilen und IT-Agile-Umfeld kommen, haben wir relativ viel mit IT-Unternehmen zu tun. Und ja, wir haben mehr mit Managern zu tun als mit anderen Leuten. Aber tendenziell ist es ein Programm, was sozusagen sowohl für die funktioniert, und das sind die am häufigsten kommen, die sagen, boah, ich bin doch sowieso der immer am meisten Verantwortung übernimmt. Ne? So, also die oft eher daher aus so einer Verpflichtung meinen die. Was auch immer. Oft meinen sie tatsächlich Verpflichtung. Ja. Also es ist so, wir hatten auch mal am Ende eines Workshops eine Teilnehmerin, die gesagt hat, sie hat jetzt für sich erst den Unterschied zwischen Verpflichtung und Verantwortung verstanden. Und hat im Wesentlichen immer über Verpflichtung funktioniert. Ne? So. Aber sei es drum, so, also oft sind es eben die, aber natürlich hilft es genau auch für die anderen, ne, die vielleicht irgendwie bisher noch nicht so genau wissen, wie sie in Verantwortung kommen sollen, weil vielleicht das Umfeld es für sie auch noch nicht so hergibt oder sie nicht sehen, was daran für sie vielleicht attraktiv sein könnte. Naja, ich glaube, letzten Endes, wenn es dir gelingt, in Verantwortung öfter zu kommen, dann hast du ja eine höhere Selbstwahrnehmung, mehr Selbstwirksamkeitsgefühl auch und
höheres Freiheitsgradgefühl, ne? Und mehr so das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff. Ne? Ja. Ich glaube, das Gefühl, das kann jeder ganz gut gebrauchen. Es ist nicht gänzlich unattraktiv, würde ich auch sagen. Genau. Und vermutlich ist es trotzdem, sagen wir jetzt mal, also überall, wo Arbeit zumindest auch gewisse kreative Anteile hat, ist es vermutlich noch wichtiger, weil aus Verpflichtung entsteht 0815, Mittelmaß. Das ist überraschend häufig ausreichend. Gut genug, Weil ja sehr viele Mittelmaß unterwegs sind. Ja, Das ist genau. Absolut, Ja. absolut. Viele Leute wollen gar nicht mehr als Und Mittelmaß. dann reicht ein bisschen Glück, um rauszustechen. Gut. Es ist völlig in Ordnung, genau. Meine Befürchtung ist, dieses Mittelmaß wird in Zukunft KI können. Also wenn du herausstechen Das willst, Thema wieder. kreativer oder sonst was sein willst, wirst du nicht drum herum kommen, dass du irgendwie mehr leisten oder mehr Ideen, kreativer, mehr Zeug verknüpfen in deinem Gehirn auf andere Art und Weise oder so. Ne? Also insofern glaube ich, wird das auf viele zukommen, dass sie gar nicht anders können, weil der Anteil 0815 Arbeit geringer wird. Apropos Verantwortung übernehmen. Ich habe es noch nicht mitgekriegt, aber ich gehe mal davon aus, dass Tim uns schon ein Signal gegeben hat, wie in der Zeit. Ja, jetzt gucke ich, hier ist es so, ich gucke Ja, die ganze Zeit hier hin, Ja, ins aber ich Armfeld finde, schon quasi, ja. ja. Ja, wir müssen leider in den Abschluss gehen. Ich hoffe, ihr seid da noch spannend dabei, aber wenn noch Fragen offen sind, schreibt in die Kommentare. Im Zweifelsfall machen wir eine weitere Sendung. Wir gehen jetzt aber in den Abschluss und wir übernehmen natürlich wie immer Verantwortung. Per, was hast du denn vorbereitet? Ich übernehme nicht immer Verantwortung. Nein, aber wir Das habe ich wir da- generell für das, ganz was wir hier Takeaway. veranstalten. Für das, was wir hier veranstalten, auf jeden Fall. Und dazu gehört auch, dass wir uns immer bedanken bei euch, nicht nur einfach so auf der Tonspur. Es gibt keinen Wein, kein Whisky, keine Blumen, keine Pralinen, sondern wir haben einen Baum für euch pflanzen lassen. Ich hätte jetzt gesagt gepflanzt, eigentlich sogar 2, für jeden von euch einen. Oh, sehr Dankeschön. schön. Ja, vielen Dank. Und ihr kriegt das Zertifikat kriegt ihr digital, um nicht noch auf einem toten Baum was ausdrucken zu müssen für euch. Dann reiht sich das in unser schönes Wäldchen, was wir da schon gepflanzt haben, ein. Schicke ich euch dann morgen. Ja, super, Genau, danke. Ja, auch von mir vielen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, Per, dass du mit dabei sein konntest und mich unterstützt hast. Vielen Dank, Tim. Und auch an Matthias geht ein Dank, da ist die Kamera, geht ein Dank raus. Und vor allem an alle euch da draußen, die ja noch fleißig dabei seid. Wir sehen uns in der Arbeitswelt von morgen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.